Name ist Dietmar Esaias. Ich komme gebürtig aus Recklinghausen, wohne wieder nach 21 Jahren Abstinenz von Deutschland in den Niederlanden wieder in Deutschland und ich starte für den Quantum-Kanal. Mein Name ist Babs Kiewski, ich bin in Berlin geboren und ich angel hier heute für Berkeley. Ich bin Markus von Ooy, die meisten kennen mich wahrscheinlich als Fonso, komme aus der Schweiz, wie man hört. Ich angle für unseren YouTube-Kanal Bullseye Fishing, meine Marke Angelrouten, Schweizer Firma. Ja, mein Name ist Malte Gatz, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, wohne jetzt in Rostock und ja, kenne die ganze Region da, bin überall in MV unterwegs an den Bodden, die vielleicht jeder kennt, und ich starte für Ganki. Ja, mein Name ist Jan Pusch, ich komme aus Schwerin, aus Mecklenburg-Vorpommern und ich fische für Finwall Boats. Ok, moi c'est Amine Kolatek, j'habite en France et je participe pour ma chaîne YouTube qui s'appelle Amignac avec mes sponsors qui sont LMAB, Reins et aussi Abu Garcia et Berkeley. Ja, also Boot ist natürlich mein Element. Also ich bin am Schweriner See groß geworden und ganz früh mit meinem Großvater mit dem Boot rausgefahren. Ich hatte als 14-Jähriger mein erstes Boot. Bootsangeln ist einfach das Ding und ich liebe es. Und Uferangeln nicht so mein Ding. Die Qualifikation ist vom Ufer, ist für mich ein bisschen schwierig, aber ich werde mich da schon durchbeißen. Les deux. Je préfère pêcher, c'est tout ce que je veux. Das kann man so nicht beantworten. Ich angel sehr gerne vom Boot, habe viele Gewässer, die einfach auch nur vom Boot wirklich effektiv zu beangeln sind, bin aber genauso bereit, mir mal eine Warthose anzuziehen und durch den Bach zu laufen oder an unseren Flussstrecken Kilometer zu machen. Das ist immer einfach der Fischart und der Situation angepasst, teilweise auch einfach der Jahreszeit. Ich praktiziere gerne beide Angeltechniken, sowohl vom Boot als auch vom Ufer aus, aber Boot ist schon ein bisschen geiler. Eindeutig Boot, Salmoniden, gerne vom Ufer, sonst definitiv Boot. Ich bin sowohl Boot- als auch Uferangler, aber am allerliebsten ist das Bootsangeln mir. Also egal welche Technik vom Boot, das ist meine Wahl. Ja, wie ich gerade schon sagte, ich fische viel in den Boddengewässern. Ich glaube, dass der Trugschluss, den viele Leute da immer haben, der ist, dass man dort viele Fische fängt und viele große Fische fängt. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Man muss einfach die Bedingungen nehmen, die man vorfindet. Und wenn es nur möglich ist, Masse zu fangen, dann fange ich auch gerne mal Masse. Natürlich angel ich lieber Klasse und habe auch einfach gerne diesen großen Charakterfisch. Ganz klar Klasse, Masse interessiert mich überhaupt nicht. Ich werfe lieber 4 Tage für einen Biss mit der Option auf eine richtige Mutti. Spielt mir jetzt für dieses Turnier nicht so in die Karten, also selektieren ist hier in erster Linie nicht angesagt. Masse oder Klasse trifft beides nicht ganz so darauf zu. Ich würde eher Klasse sagen, aber die Größe ist mir eigentlich auch egal. Wenn man schon so viele Jahre auf Raubfisch geangelt hat, hat man diese ganzen Massenfänge hinter sich gebracht. Ich habe lieber einen richtigen Tock und dafür einen großen Fisch. Also für mich definitiv Klasse vor Masse. Je pense que régulièrement beaucoup de poissons et de temps en temps des gros poissons. Ja, beides eigentlich. Ich liebe das Frequenzfischen und jeder von euch kennt das vielleicht, wenn die Fische richtig am Spot sind. Meinetwegen sind die auch ein bisschen kleiner. Ich finde jeden Fisch geil, ich flippe da richtig förmlich aus. Natürlich habe ich auch große Fische gefangen und ja, die Wahl fällt mir schwer. Also Frequenzangeln finde ich schon toll und ich freue mich über eine Granate. Was ich immer mit am Wasser habe, ist der Bootsschlüssel. Nämlich den habe ich so oft in der Vergangenheit verbummelt oder zu Hause vergessen. Der ist immer dabei. Selbst wenn ich vom Ufer aus angel, habe ich immer meinen Bootsschlüssel dabei. Moi je suis pas quelqu'un de superstitieux. Ce que je fais c'est que j'ai confiance en Dieu et je vais à la pêche. Voilà. Ce qui se passe, ça se passe. Es gibt einen Talisman, den ich immer dabei habe, ein Stein vom Mermaid Beach. Und seitdem ich den habe, fange ich auch immer große Fische. Ja, es ist wirklich so, seit 20 Jahren bestimmt habe ich immer mein Handy dabei. Also ohne Handy geht gar nicht. Ich habe früher mal in meiner Jugend geraucht, ja, tut das nie. Und habe damit aufgehört, aber wo ich doch geraucht habe ich meine Zigaretten mal vergessen zum Angeln. Da war der Angeltag gelaufen, bin nach Hause gegangen, Feierabend. Und genauso ist es auch beim Handy und beim Mikrofon. Ich habe also immer, jeden Tag habe ich immer neben meiner Strohmütze immer ein Mikrofon dabei mit Windpuschel so richtig, dass ich sofort irgendwie live gehen kann. Das ist mein Ding und ja, ohne Handy und ohne Mikrofon fahre ich nicht zum Angeln.
Was man vielleicht noch sagen kann, wofür ich bekannt bin in meinem Freundeskreis, ich habe, glaube ich, immer zu viele Köder dabei, ich kann immer das ganze Boot versorgen. Ich habe jetzt im Winter immer Handschuhe dabei für alle, die keine Handschuhe dabei haben, oder ja, habe Vorfächer für alle dabei. Also es ist, glaube ich, einfach so, dass meine Tasche immer die schwerste ist auf dem Boot oder am Ufer. Ich habe nicht wirklich Rituale, aber ich habe es dabei, aber ich ziehe es nicht an. Ich brauche fast alles doppelt, was ich dann wirklich verwende oder anziehe. Das sind handgestrickte Socken von meiner Schwiegermama in Spee aus bester Merino-Wolle. Die hatte Angst, dass ich kalte Füße kriege, wenn ich da im Winter rumwarte. Und meine Freundin hat auch Angst, dass ich kalte Füße kriege. Die haben mir hier von Stans so Socken mit Angelmotiven geschenkt. Die nehme ich ab mit, wenn es geht. Ich kenne die Turniergewässer beinahe gar nicht. Ich habe bis jetzt 3 oder 4 Tage auf dem Volkrag vom Boot geangelt. Sonst Holland mal nach einer Messe kurz vom Ufer. Vispas habe ich schon, aber da kommen keine 2 Wochen zusammen in meiner gesamten Holland-Erfahrung. Trainiert habe ich jetzt wirklich 4 Tage. 1,5 Tage davon renne ich jetzt meinem Geldbeutel hinterher. Ja, wie gut kenne ich die Turniergewässer? Ich bin Mecklenburger und ich angel eigentlich immer zu Hause. Ich muss nicht unbedingt nach Holland fahren, um zu angeln wie viele andere. Es ist auch einfach zu weit von mir zu Hause. Ich war in meinem Leben 2-mal in Holland zum Angeln, beides im letzten Jahr. Einmal, um auf Sieberts Wolfsbarsch zu angeln, und einmal haben wir auf einem See auf große Barsche im Winter geangelt. Ich bin jetzt am Mittwoch angereist. Das sind dann jetzt grob überschlagen 4-5 Tage, die ich effektiv geangelt habe. Wobei tatsächlich auch ehrlicherweise wenig Angelzeit dabei war. Man hat ein paar Informationen gehabt und wir sind viel rumgefahren und haben wirklich viele Plätze angeguckt und oft einfach auch nur 20 Würfe am Platz gemacht. Also ich würde absolut nicht sagen, dass ich mich hier auskenne, aber vielleicht ein Dank an alle Leute, die da mitgewirkt haben, dass man einfach Informationen hatte und ja, sich Orte angucken konnte schon mal. Ok, pour les eaux d'ici, j'avais déjà pêché sur ma chaîne YouTube avec Fishstick, mais c'était dans les polders, et j'ai fait aussi le Gunky Iron Tournament qui était avec Fred Julian l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et du coup, je connaissais un petit peu Rotterdam, mais je ne connaissais pas le secteur A, et c'est ça qui m'a porté un petit peu préjudice. Donc j'ai bien fait mes devoirs, j'ai regardé sur Google Maps et j'ai réussi à trouver des spots. Je me suis entraîné avec Walid pendant 5 jours maintenant, il y avait Julot aussi. Et du coup, on va essayer de sortir du lot et faire du poisson. Ja, Holland. Holland bin ich vielleicht 1-2 Mal im Jahr zu den Wettkämpfen. In den letzten 2 Jahren ist es ein bisschen mehr geworden. Wir haben die Lure Masters, die habe ich gefischt. Ich habe die Predator Tour in Holland gefischt. Ich kenne das Gewässer eigentlich sehr gut vom Boot aus. Und da kommt man ja natürlich überall hin. Vom Ufer schwierig. Ich habe jetzt 4-5 Tage ein bisschen trainiert, ein paar Spots abgefischt. Aber es ist nicht ganz so einfach vom Ufer. Du hast da teilweise Stellen, wo du echt nicht hinkommst von Land aus. Wir hatten auch sehr viel Wind. Es ist für mich unwahrscheinlich schwierig. Deswegen will ich diese Quali-Runde überstehen, um dann vielleicht später vom Boot aus zu trumpfen. Naja, die Turniergewässer, nachdem jetzt Zone A und B eigentlich die ganzen Niederlande sind, kenne ich eigentlich seit 33 Jahren relativ gut. Was ein großes Manko bei mir ist, weil ich weiß zu viele Gewässer. Und trainiert habe ich 2 Tage vorher, bin am Samstag angereist, aber das sollte schon irgendwo hinhauen, um ein paar Fische aus dem Wasser zu kitzeln. Ob es reicht, werden wir sehen. Also ich war schon ein paar Mal jetzt in Holland, sehr viel vom Boot aus, weniger vom Ufer. Ich habe jetzt insgesamt 7 Angeltage vor Ort verbracht und bin super gut vorbereitet. Si je devais mettre une pièce, comme on dit chez nous, sur les vainqueurs potentiels de cette poule, ce serait sûrement Didi et Babs. Also ich denke, von der Erfahrung her und auch vom anglerischen Rucksack ist natürlich Didi schon ein sehr kompletter Teilnehmer. Das ist sein Hausrevier hier. Babs wurde schon genannt, die kennt auch alle Stellen als Moderatorin diverser Formate. Aber ich glaube, es sind hier auch andere Angler, die man nicht unterschätzen darf. Und man muss nicht ganz Holland kennen, man muss nur die Stellen kennen, die gerade funktionieren. Definitiv weiterkommen, denke ich, ist Bullseye und die Babs. Weil Frauen haben immer das gewisse Etwas und werden wahrscheinlich auch viel Glück haben. Und vor allem Babs hat einen riesengroßen Vorteil. Sie hat jahrelang die Profiliga bei Fisch und Fang moderiert und kennt viele gute Angelstellen.
oh, das ist ganz schwer. Also die haben ein unwahrscheinlich starkes Team, die können alle gut angeln. Dietmar hat eine unwahrscheinliche Erfahrung, er hat viele Jahre in Holland gelebt. Babs hat viele Turniere moderiert, die kennt also unwahrscheinlich viele Spots. Gerade vom Uwe, was wichtig ist, du musst Spots kennen. Und ich weiß es nicht, also Malte natürlich kommt aus Mecklenburg-Vorpommern genau wie ich und wir Ossis müssen so ein bisschen zusammenhalten. Ja, also ich würde auf Malte setzen. Ich glaube schon, dass Dietmar als alter Holland-Veteran sich einfach super gut auskennt und der wird auch ein Riesennetzwerk haben an Informanten, wahrscheinlich besser als das, was ich habe. Und genauso denke ich auch, dass Babs, zumindest was die Angelplätze angeht, sich auch wirklich sehr, sehr gut auskennt. Hat die letzten Jahre Profiliga gefilmt, hat euer Format gefilmt und begleitet, hat jeden Platz gesehen, hat gesehen, was verschiedene Leute da an Techniken fischen und hat einfach ein riesen Know-how über das Was und Wo. Von daher sind das schon aus meiner Gruppe meine Favoriten. Ja, also das Feld ist unwahrscheinlich stark, aber ich würde setzen auf Salah El Babouchi. Salah, ein unwahrscheinlich netter Kerl. Ich war mit ihm letztens in Marokko, wir haben richtig Spaß gehabt. Der liebt einfach das Angeln und wenn man mit ihm in der Angel geht, der lebt das auch einfach. Das macht richtig Spaß und er kann sehr gut angeln und ich denke mal, der wird das Ding hier machen. Der Top-Favorit aller 24 Angler. Ich kenne 2 Angler ziemlich gut. Das ist Marc, der in der letzten Gruppe, in der Gruppe D startet, der für Ilex startet. Und ich kenne Fred, der jetzt ja viele Jahre bei uns bei Ganki war. Was die beiden technisch drauf haben, ist schon beeindruckend. Deshalb traue ich denen das beiden zu. Aber ich denke auch, dass zum Beispiel ein Tobi eine gute Chance hat, das Ding nochmal zu gewinnen. Bon, mon cœur dit Salah. Mais je pense que Tobias a une grande chance de gagner. Oui, vu qu'il a gagné l'année dernière, il connaît bien la zone. Je pense que c'est lui qui va gagner. Mein Top-Favorit ist ganz klar der Simon Torrebeck. Der kennt sich hier sehr gut aus, ist viel am Wasser und kann richtig gut angeln. Deswegen mein Top-Favorit dieser Liga. Also am meisten gönnen würde ich Salah, weil er einfach ultra coole Socke ist. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Sind auch nicht so 100% seine Hausgewässer. Realistisch wird es wohl Dustin, Tobias irgendwo in die Richtung gehen, denke ich. Top-Favorit auf den Titel unter allen 24 Anglern, denke ich, ist Dustin. Und obwohl ich mir denke, dass vielleicht Tobias auch gut dabei ist, aber Dustin ist mein Top-Favorit.